3 Themen heute. Erstens, ein Hantavirus ist in der Schweiz angekommen. Ein Fall, ein Spitalbett und ungefähr 40 Schlagzeilen. Wir schauen, wie aus einem kranken Mann eine Pandemiestimmung wird, obwohl niemand das behauptet hat. Zweitens, die Schweiz will Tätern bei häuslicher Gewalt eine elektronische Fessel anlegen. In Echtzeit. Klingt nach Fortschritt, ist es teilweise auch. Wir schauen genauer hin. Und drittens, der große Brocken. Die Polizei darf bestimmte Dinge nicht. Also macht sie es nicht. Sie lässt es andere machen. Rechtsextreme. Und gleichzeitig will derselbe Staat die Leute verbieten, die genau diese Rechtsextremen dokumentieren. Es geht um Vertrauen und darum, wem der Staat seine Geheimnisse anvertraut. Spoiler, einem Mann, der sie an die Mafia verkauft hat. Und wir wurden gebeten, mehr Statistiken einzublenden. Wir versuchen uns mal daran, setzen wir uns. Das wird ein Samstag. Und damit herzlich willkommen bei Bünzli Breaking. Ich bin der Bünzli und mit der Nachtschicht habe ich doch tatsächlich vergessen, ein Intro zu schreiben. Tja, ich soll Grüße ausrichten. Man lässt ausrichten, dass deine Lieblingssportmannschaft keine Ahnung von dem Sport hat, was sie machen. Und du bist dumm dafür, sie zu mögen. Des Weiteren sehe ich deine sexuelle Orientierung anders, als du das behauptest. Gesponsert ist das vom Erzrivalen von deiner Lieblingssportmannschaft. Und nochmal etwas, bevor wir anfangen. Kleine Sache noch zu der 10 Millionen Schweiz. Der Gewerkschaftsbund hat ausgerechnet, was ein Durchschnittshaushalt pro Jahr an zusätzlichen Steuern kostet, wenn weniger Leute zuwandern und die Schweiz schneller altert. 635 Franken pro Jahr, pro Haushalt. Also du. Salut zusammen, sorry, ich bin gerade mit dem Editor am Reden und mir ist aufgefallen, dass wir jedes Mal Hantavirus sagen, was das englische Pendant ist. Der Virus ist in der Schweiz tatsächlich so irrelevant, dass ich fast nur englische Ressourcen dazu gefunden habe. Darum spreche ich das im Kommentartikel konsequent falsch aus. Wir schauen, dass wir da irgendwie lustig machen für euch. Anfang Mai 2026 wird im Universitätsspital Zürich ein Mann behandelt. Er hat eine Hantavirus-Infektion. Er war Passagier auf dem Kreuzfahrtschiff MV Hondius, auf dem es zu mehreren Hantavirus-Fällen gekommen ist. Er kam Ende April von einer Südamerika-Reise zurück. 3 Tage nach der Ankunft bekam er Fieber und ging ins Spital, wo er sofort isoliert wurde. Es handelt sich um das sogenannte Andes-Virus. Das ist die südamerikanische Variante. Anders als die europäischen Hantaviren, die fast nur über Nagetiere übertragen werden, kann das Andevirus in seltenen Fällen auch von Mensch zu Mensch übertragen werden. Aber nur bei sehr engem Kontakt. Das Bundesamt für Gesundheit stuft das Risiko für die Bevölkerung als gering ein. Die Kontaktpersonen sind bekannt und in Isolation. Die Ehefrau des Mannes hat keine Symptome und ist vorsorglich in Selbstisolation. Eine weitere Person aus Genf, die auf einem Flug mit dem Erkrankten war, steht symptomfrei unter Beobachtung. Halten wir mal kurz fest, was da eigentlich passiert ist. Ein einzelner Mensch krank und im Spital. Sofort isoliert, Kontaktpersonen bekannt, in Isolation, Behörden, die ihren Job machen. Das ist mit Verlaub das Langweiligste, was eine Krankheitsmeldung sein kann. Und ich meine das als Kompliment. Genau so soll das ja aussehen. Ein Fall, super eingegrenzt, kein Drama. Wir wünschen dem Mann auch von Herzen, dass er durchkommt. Ich wünsche mir, dass wir alle ungefähr so ruhig bleiben können wie das Tracing-Team, wo offensichtlich halt auch genau weiß, was es da tut. Merkt euch mal das Gefühl von alles im Griff, weil wir brauchen da jetzt den gerade nochmal als Kontrast. Hantavirus-Fieber ist in der Schweiz selten. In den letzten Jahren gab es 0 bis 6 gemeldete Fälle pro Jahr. Und die große Mehrheit dieser wenigen Fälle hat sich im Ausland angesteckt. Seit 2016 ist die Krankheit in der Schweiz meldepflichtig. Reisemediziner Jan Fehr von der Universität Zürich ordnet ein. Im Zusammenhang mit Reisen sei das ein sehr seltenes Ereignis. Die wichtigste Botschaft sei, dass es keine Panik brauche. Wer nach einer Tropenreise Fieber bekomme, solle ärztlichen Rat einholen. Aber das gelte ohnehin und nicht erst seit diesem Fall. Es gäbe weiterhin viel häufigere gefährliche Krankheiten wie Malaria. So, gehen wir noch mal kurz durch. Ein Mann kommt von einer Kreuzfahrt zurück, ist krank, das ist traurig für ihn und wir hoffen wirklich, er kommt durch, weil
Aber dann passiert halt noch etwas anderes. Aus dem Einmalig im Spital wird in den Redaktionen «Das Virus erreicht die Schweiz». Aus 0 bis 6 Fällen pro Jahr, fast alle aus dem Ausland, wird ein Live-Ticker. Das BAG sagt, das Risiko ist gering, der Reisemediziner sagt, keine Panik und trotzdem läuft die ganze Maschinerie an. Symbolbild Nagetier, Erinnerungen an Corona, was du jetzt wissen musst. Ihr müsst gar nicht wissen, das ist eigentlich der Punkt. Da hilft es nicht, irgendwie die Börse einfach zu machen. Niemand vergisst da irgendetwas. Im Gegenteil, gewisse Medien erinnern sich plötzlich ganz genau an 2020 und wenn das Gefühl nochmal Angst verkauft sich besser als seltene Krankheit, importiert, aber im Griff. Und das ist irgendwie das eigentliche Thema. Nicht das Virus, sondern was mit deiner Angst gemacht wird, sobald sie sich halt monetarisieren lässt. Die Schweiz will Tätern bei häuslicher Gewalt elektronische Fußfesseln anlegen, die in Echtzeit überwachen. Bisher ist die Überwachung in den meisten Kantonen passiv. Man kontrolliert nach einem Vorfall. Neu soll es ein aktives System geben. Eine zentrale Stelle prüft rund um die Uhr, ob die vom Gericht festgelegten Schutzperimeter eingehalten werden. Über das GPS einer elektronischen Fußfessel löst jedes Eindringen in eine verbotene Zone sofort einen Alarm aus. Eine Zentrale kontaktiert dann die betroffene Person und fordert sie auf, das Gebiet zu verlassen. Wenn sie nicht reagiert, greift die Polizei ein. Die Vereinigung Electronic Monitoring, in der 24 von 26 Kantonen vertreten sind, hat ein aktives System bis 2027 bestätigt. Fast die Hälfte der Kantone startet in den nächsten Monaten Tests. Der Kanton Waadt startet in der zweiten Hälfte 2026 ein Pilotprojekt mit 6 bis 12 Fesseln. Später soll es eine sogenannte dynamische Überwachung geben. Auch das Opfer trägt freiwillig ein Gerät, das laufend den Abstand zwischen beiden misst. Niemandem werde dieses Gerät aufgezwungen, betont der zuständige Wattländer Regierungsrat Vassilis Venizelos. Also, das Erste, was ich da sagen muss, das ist gut. So, das sage ich nicht oft über staatliche Überwachung, aber wenn ein Gericht festgestellt hat, dass ein Mann eine Frau bedroht und wenn ein Fessel verhindert, dass er ihr zu nahe kommt, dann ist da halt genau die Art von Überwachung, die ich will. Nicht die Demonstrantin, sondern der Schläger. Und das dynamische System, wo das Opfer freiwillig auch ein Gerät dreht und sofort gewarnt wird, wenn er näher kommt, da kann halt wirklich der Unterschied zwischen einem Telefon und einer Beerdigung sein. Jetzt aber, und es ist ein grosses. Wir reden 2026 über ein Pilotprojekt mit 6 bis 12 Fesseln. 12. In einem Land, in dem laut dem Recherchekollektiv Stopp Femizid alle 2 Wochen eine Frau getötet wird. In dem Polizei in einem einzigen Kanton 3 bis 5 Mal am Tag wegen häuslicher Gewalt ausrücken muss. Eine gute Idee im Pilotmodus, während die Leichen halt schon gezählt werden. Merkt euch da, wir kommen gerade mal noch schnell darauf zurück, wenn es denn ums Geld geht. Die Kosten sind tief. In Zürich kostete ein Pilotprojekt 60.000 Franken über 18 Monate. Im Waadt kosten 6 bis 12 Fesseln zwischen 7.500 und 15.000 Franken pro Jahr. Demgegenüber steht das, was häusliche Gewalt kostet. Direkte Kosten von rund 300 Millionen Franken pro Jahr in der Schweiz. Auch im Kanton Waadt rückt die Polizei 3 bis 5 Mal täglich wegen solcher Fälle aus. Venizelos sagt, die Kosten des Nichthandelns seien viel höher. Die Fessel sei aber keine Wunderlösung. Sie müsse Teil einer Gesamtstrategie sein. Prävention, Bildung, Opferschutz, Täterarbeit. So, jetzt stellen wir die Zahlen mal nebeneinander. Ganz langsam, damit so sieht. Die Fessel kostet im Pilot zwischen 7.500 und 15.000 Franken im Jahr. Das ganze Zürcher Pilotprojekt 60.000 Franken über 1,5 Jahre. Häusliche Gewalt kostet das Land rund 300 Millionen Franken im Jahr. Direkte Kosten. Polizei, Spital, Justiz. Wir haben das hier schon gehabt. Da haben wir gezeigt, der Bund macht einen Überschuss von 300 Millionen, will aber ausgerechnet bei der Opferhilfe noch sparen. Und gleichzeitig steigt die Gewalt. Jetzt liegt also ein Werkzeug auf dem Tisch, wo pro Fall 5-stellig kostet, gegen ein Problem, das 3-stellige Millionen kostet. Und die Antwort ist ein Pilotprojekt mit 12 Stück. Merkst du das? Es gibt die Linie, wo man da seit Monaten zeichnet und sie passt da
wieder. Das Wort Femizid steht immer noch nicht in der offiziellen Schweizer Kriminalstatistik. Der Bund erfasst das Motiv bei Tötungsdelikt halt nicht. Wer wieso getötet worden ist, interessiert die Statistik nicht. Wir wissen, dass alle 2 Wochen eine Frau stirbt, nur weil ein privates Kollektiv Medienbericht durchforstet. Der Staat zählt das nicht. Und eben, was man nicht zählt, existiert nicht. Was nicht existiert, muss nicht behoben werden. Was nicht behoben werden muss, kann man dann mit 12 Fesseln in einem Pilotprojekt abfrühstücken. Ja, die Fesseln ist gut. Die Frage ist, wieso sie 2026 noch ein Experiment ist und nicht schon lange Standard. Und einfach nochmal einen wichtigen Einschub, wenn da jemand mitschaut, der das gerade braucht, wenn du selber betroffen bist. Es gibt seit kurzem die nationale Helpline 142 für Betroffene von häuslicher Gewalt. Rund um die Uhr, du musst wirklich nicht allein durch. Ich erkläre euch heute das Gebäude. Es hat 3 Türen. Hinter der ersten Tür, die Polizei darf bestimmte Werkzeuge nicht benutzen, also benutzen sie jemand anders, der es dann für sie benutzt. Rechtsextreme. Hinter der zweiten Tür, der gleiche Staat will genau die Bewegung verbieten, die dann die Rechtsextreme seit Jahren dokumentiert hat. Und hinter der dritten Tür die Frage, wem das der Staat seine geheimsten Informationen anvertraut. Antwort, offensichtlich an einem Mann, der es dann an die Mafia verkauft hat. 3 Türen, ein Gebäude und das Gebäude heißt, der Staat schützt nicht dich, sondern sich selber. Wenn dich der Staat einer Straftat beschuldigt, hast du Rechte. 3 davon, du musst dich selbst nicht belasten. Du giltst als unschuldig, bis deine Schuld bewiesen ist und die Polizei darf gegen dich nur Mittel einsetzen, für die es eine gesetzliche Grundlage gibt. Die ersten beiden stehen in der Strafprozessordnung. Das dritte, das Legalitätsprinzip, garantiert die Bundesverfassung. Es gibt ein Instrument, das die Schweiz vor 15 Jahren eingeführt hat. Die Öffentlichkeitsfahndung. Die Polizei veröffentlicht Bilder von Personen, die sie einer Straftat verdächtigt. In 3 Stufen. Ankündigung, dann verpixelte Bilder, dann unverpixelte Bilder. Wer sich innerhalb der Frist selbst meldet und sich damit faktisch selbst belastet, verhindert die nächste Stufe. 2011, als das Gesetz kam, konnte dich auf so einem Bild dein soziales Umfeld erkennen. Familie, Freunde, Arbeitgeber. Einschneidend, aber begrenzt. Heute gibt es frei verfügbare Gesichtssuchmaschinen. Du lädst ein Bild hoch und bekommst alle anderen Bilder dieser Person aus dem Netz zurück. Inklusive Name, wenn irgendwo ein Foto mit Namen steht. Beim Arbeitgeber, im Sportverein, im Social-Media-Profil. Eine Öffentlichkeitsfahndung identifiziert dich heute nicht mehr nur im Umfeld, sondern potenziell bei allen. Ja, vor 15 Jahren ist halt irgendwie das Beste gewesen, was wir hatten. Da ist halt das Foto in der Zeitung und das Umfeld hätte ich vielleicht erkannt. Einschneidend, aber überschaubar. Heute ist das praktisch direkt Doxing. Vom Staat mit 3 Klicks bist du identifiziert. Und dann nicht nur bei den Tanten und beim Chef, im ganzen Internet. Und jetzt kommt der Witz. Wir haben es vorher gesagt. Du giltst als unschuldig, bis deine Schuld bewiesen ist. So steht es in der Strafprozessordnung. Das sind nicht die Schuldigen, deren Gesichter dort hängen. Das sind Verdächtige. Potenziell vielleicht. Er weiß es noch nicht. Und ja, linke Gewalt ist scheiße, niemand bestreitet das. Aber sie richtet sich halt auch überwiegend gegen Sachen. Schieben, Sachen ansprayen, brennende Container. Rechte Gewalt? Die richtet sich gegen Menschen, gegen Körper und gegen Leben. Und genau bei den rechten Schlägern, die seit Jahren Listen führen, also ihre selbstverständlich rein hypothetische, garantiert nicht existierende Todesliste, genau denen hat die Polizei da eine frische Lieferung an die Haustür gestellt. 31 Gesichter, super sortiert in einer praktischen Galerie. Tja, sind eigentlich alle Polizisten dumm oder vielleicht einfach doch nur Bastarde? Am 30. März 2026 veröffentlichte die Kantonspolizei Bern die unverpixelten Bilder von 31 Personen, die sie im Zusammenhang mit der Gaza-Demonstration vom 11. Oktober 2025 sucht. Eine Öffentlichkeitsfahndung mit so vielen Gesuchten hat es laut Polizei noch nie gegeben. 4 Stunden nach der Veröffentlichung wirft die erste Person aus dem rechtsextremen Milieu eine Gesichtssuchmaschine an. Ein SVP-Mitglied und ehemaliges Mitglied der Neonazi-Partei PNOS postet identifizierte Personen auf Twitter, auch bekannt als Twitter. Am nächsten Morgen legt die rechtsextreme Gruppierung Junge Tat nach und identifiziert eine Frau, die Jahre vor der Demo kurz beim Außendepartement gearbeitet hatte.
Ein weiterer Rechtsextremist mit Verbindungen zur identitären Bewegung aktiviert ein deutsches rechtsextremes Mobbing-Netzwerk. Wenige Stunden nach den Posts der jungen Tat nimmt die Polizei die Bilder von genau 2 Gesuchten vom Netz, weil diese identifiziert worden seien. Es sind genau die 2, die zuvor von den Rechtsextremen beschrieben wurden. Zufall? Ich glaub nicht. Und jetzt der Kern. Der Bundespolizei Bern ist es mangels gesetzlicher Grundlage nicht erlaubt, Gesichtssuchmaschinen für Ermittlungen zu verwenden. Das bestätigt sie selbst. Wenn aber Rechtsextreme diese Werkzeuge für die Polizei einsetzen, dann umgeht der Staat über die Öffentlichkeitsfahndung einen in der Verfassung festgeschriebenen Grundsatz, dass er nur tun darf, was ihm das Gesetz ausdrücklich erlaubt. Dazu kommt, wie dünn die Ermittlungen sind. An der Demo hatte die Polizei 536 Personen eingekesselt. 435 davon kann sie überhaupt nichts vorwerfen. 75 wirft sie einen Verstoß gegen das Vermummungsverbot vor. Eine Übertretung mit Buße bis 1000 Franken. Nur 14 verdächtigt sie der Gewalt gegen Beamte, Körperverletzung oder Sachbeschädigung. Weitere 13 des Landfriedensbruchs. Landfriedensbruch ist ein Auffangtatbestand. Man muss keine konkrete Gewalt begangen haben, es reicht Teil einer Zusammenrottung gewesen zu sein. Den ursprünglich gemeldeten Millionenschaden musste die Polizei übrigens auch auf 600.000 Franken nach unten korrigieren. Okay, lass uns das langsam machen, dass es auch der hinterste Tisch versteht. Es gibt die Linie. Polizei darf mehr als du und ich. Das ist okay, für das sind sie ja da. Aber sie dürfen nicht alles. Was sie dürfen, ist im Gesetz geregelt aus guten Gründen. Folter, ganz klar verboten. Personalien feststellen, ganz klar erlaubt. Und dazwischen liegen ungefähr 10.000 Fälle, bei denen halt die Linie schwierig zu ziehen ist. Genau darum gibt es die Grenzen, genau darum gibt es die Gesetze, genau darum gibt es die Gerichte, genau darum gilt das Legalitätsprinzip in der Verfassung. Gesichtssuchmaschinen für die Ermittlung nutzen, liegt auf der falschen Seite von dieser Linie. Das sagt die Polizei selber. Dafür gibt es kein Gesetz, also lassen sie sie. Theoretisch. Praktisch ist die Linie überschritten, sobald halt die Bilder draussen sind. Und dann passiert noch etwas anderes. Etwas, wo halt niemand zugibt, aber alle ahnen. Wenn du als Polizist gegen die Regeln verstoßest, dann hast du in dem Land sowieso fast nie wirklich etwas zu befürchten. Wir haben das da und da ausgeführt. Polizei untersucht Polizei. Konsequenzen? Statistisch nahe bei 0. Eine Regel, deren Bruch keine Konsequenz hat, ist halt keine Regel, es ist ein Bit. Okay, schau, da habe ich auch echt lange mit mir gerungen, was so Formulierungen angeht und mich dann dazu entschlossen, das so zu benennen, wie es auch in der Quelle gemacht worden ist. Auch wenn es technisch gesehen nicht stimmt, das werden wir dann mal noch einordnen. Mitte Mai 2026 wird bekannt, der Berner Regierungsrat will sich beim Bund für ein schärferes Vorgehen gegen linksextremistische Gruppen wie die Antifa und den Schwarzen Block einsetzen. Er beantragt dem Großen Rat, eine Motion des SVP-Großrats Thomas Fuchs anzunehmen, die ein Verbotsverfahren auf Bundesebene verlangt. Ausgelöst wurde der Vorstoß durch die Gaza-Demo vom 11. Oktober 2025, dieselbe Demo wie in Kapitel 1. Der Vorstoß verlangt ein Verbotsverfahren, analog zu bereits verbotenen Gruppierungen wie Al-Qaida oder dem Islamischen Staat. Der Bundesrat hat im März einen ähnlichen Vorstoß aus dem Nationalrat abgelehnt, mit der Begründung, die Antifa sei keine Organisation, sondern eine heterogene Bewegung, ein loses Netzwerk ohne klare Struktur. Der Bundesrat lehnt solche Forderungen, spannenderweise übrigens immer angeführt von der SVP, echt häufig ab. Juristisch ist die Sache seit Jahren klar. Organisationen können in der Schweiz nur verboten werden, wenn ein Beschluss der UNO oder der OSZE das verlangt. Für die Antifa gibt es keinen solchen Beschluss. Schon 2020 lehnte der Bundesrat ein entsprechendes Postulat ab. Kein terroristisches Netzwerk, keine konkrete Bedrohung, kein rechtlicher Spielraum. Ein Staatsrechtsprofessor der Universität Bern sagt, es bestehe keine ordentliche Rechtsgrundlage, antifaschistische Bewegungen als Terrororganisationen einzustufen. Hier ist die Verbindung zu Kapitel 1 und sie ist nicht subtil. Die Berner Gruppierung Antifa Bern dokumentiert seit 1996 rechtsextreme Hassverbrechen und deckt rechte Netzwerke auf. Sie publiziert ihre Erkenntnisse im Magazin Lautstark. Das ist dieselbe Recherchearbeit, die in Kapitel 1 die Republik gemacht hat. Nachweisen, wer in der jungen Tat ist, wer mit Blood and Honor vernetzt ist, wer bei der AfD am Tisch sitzt. Das Bündnis gegen Rechts Bern sagt zum geplanten Verbot:
Antifaschismus sei eine Haltung und lasse sich nicht verbieten. Dass rechtsextreme Politiker ihre Gegner verbieten wollen, sei historisch nichts Neues. Es handle sich um eine populistische Gesinnungsjustiz und um eine massive Einschränkung der Meinungsfreiheit. Straf- und Gewalttaten seien ja ohnehin bereits verboten. Okay, setzen wir uns mal ernsthaft mit dem Anliegen auseinander. Wirklich, mal so ohne Reflex. Forderung ist, Antifaschismus verbieten. Schauen wir mal, was das eigentlich heißt. Antifaschistisch sein heisst, du willst können wählen. Du willst Redefreiheit, du willst, dass deine Nachbarn nicht abgeschoben werden, du willst, dass deine Kinder in einer Demokratie aufwachsen. Wer das will, ist Antifaschist, ob er es jetzt will oder nicht. Ein Verbot vom Antifaschismus ist also ganz wörtlich eine Massnahme gegen Demokratie. Das ist ja kein Vorwurf, das ist einfach das, was die Wörter bedeuten, wenn man sich mal auseinander nimmt. Und jetzt legen wir die zwei Kapitel mal nebeneinander. Kapitel 1. Der Staat lässt Rechtsextreme seine Drecksarbeit machen. Kapitel 2. Der Staat will dir verbieten, die Rechtsextremen zu dokumentieren. Eben, das ist die gleiche Demo, der gleiche 11. Oktober. In Kapitel 1 sind Nazis die nützlichen Helfer. In Kapitel 2 sind die Nazis aufdecken, denen das Problem. Das ist die Methode, wo wir da seit Monaten drüber reden. Etwas Politisches wird dann halt auch einfach unpolitisch umetikettiert. Ordnung, Sicherheit, Extremismus, egal von welcher Seite. Und mein Job, also ein Bünzli sein Job, ist es, das immer wieder beim Namen zu nennen, was man bewusst nicht benennt. Und was da auch benannt werden muss, wenn du den Antifaschismus loswerden willst, musst du einfach den Faschismus loswerden. Dann verschwindet die Notwendigkeit, Anti zu sein von ganz alleine. Aber das will da keiner. Es ist einfacher, ein Symbol zu verbieten, als sich mit dem Inhalt auseinanderzusetzen. Und Fuchs, falls du zuschaust, natürlich nicht, aber es wäre schon irgendwie hure lustig. Du forderst ein Verbotsverfahren wie bei der Al-Qaida. Für Leute, die ein Magazin rausgehen, in dem steht, welcher Neonazi wo Fackeln zündet. Ich weiss, du wärst gern der heldenhafte Sheriff in dem Film, aber du bist mehr so der bedeutungslose Kaffeefleck auf Bein, der zum Sheriff angeht und findet, jetzt wieder, ab da übernehmen wir, gell? Ende April 2026 verhaftet die Bundesanwaltschaft bei einer internationalen Aktion gegen organisierte Kriminalität 6 Personen. Hausdurchsuchungen in mehreren Kantonen und im grenznahen Ausland. Unter den Verhafteten ein Mitarbeiter des Bundessicherheitsdienstes, einer Abteilung des Bundesamts für Polizei, FEDPOL. Der Bundessicherheitsdienst schützt unter anderem BundesrätInnen, Parlamentarier, Richter und Bundesgebäude. Die Vorwürfe gegen ihn: Beteiligung an einer kriminellen Organisation, qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, Bestechlichkeit, Verletzung des Amtsgeheimnisses, Begünstigung. Er soll gegen Bezahlung vertrauliche Informationen weitergegeben haben. Zuvor arbeitete er bei der Einsatz- und Alarmzentrale der Bundespolizei, wo fahndungstechnische und kriminalpolizeiliche Informationen zusammenlaufen. Also genau die Daten, die für Kriminelle Gold wert sind. FEDPOL selbst hält fest, der Fall zeige, dass organisierte Kriminalität auch in der Schweiz staatliche Strukturen unterwandern und so den Rechtsstaat gefährden könne. Die ehemalige Bundesanwältin Rosa Maria Cappa, die sich jahrelang mit Mafiafällen befasste, sagte, sie gehe davon aus, dass es weitere solche Fälle zu entdecken gäbe. Es sei nicht der erste Fall mit einem FEDPOL-Mitarbeiter gewesen, auch ein Walliser Polizist mit Spielschulden habe mit Drogenhändlern zusammengearbeitet. Mafiagruppen suchen gezielt Personen mit Schwachstellen. Und jetzt kommen wir so Klammer um die 3 Kapitel. Genau zulassen, das ist der Punkt von dieser ganzen Bewegtbildproduktion. Es gibt das Argument, das ich oft höre, wenn man über Polizeiprobleme redet. Jede Berufsgruppe hat halt ihre 10% Arschlöcher. Schau, das stimmt vielleicht sogar. Aber das Argument zählt halt nicht, wenn die Berufsgruppe Gewaltmonopol hat. Wenn dein Bäcker ein Dirnensprössling ist, dann gehst du zu einem anderen Bäcker. Fertig, du hast die Wahl. Wenn der Polizist ein Nebenerzeugnis vom Rotlichtsektor ist, dann kannst du nicht einfach einen anderen Polizist beanspruchen. Es gibt nur den einen Staat, es gibt nur die eine Polizei. Du kannst nicht den Anbieter wechseln. Das Ganze ist auch der Sinn von einem Gewaltmonopol. Es gibt keine Konkurrenz und genau darum gelten dort andere Maßstäbe. Nicht die gleichen, höhere. Schau, wir haben da und da gezeigt, wie das praktisch aussieht. Du zeigst einem Polizist, da zeigt Gott ab Polizei und Polizei untersucht Polizei und Polizei stellt dann fest, dass die Polizei auch nichts falsch gemacht hat. Keine unabhängige Beschwerdestelle. Keine Pflicht für Namensschilder. So, jetzt setzen wir die 3 Kapitel mal zusammen. Bei dir, im Bürger, ist die Polizei maximal effizient. Notfalls mit Nazis als Hilfs-Sheriffs.
Die das aufdecken, wollen den gleichen Staat verbieten. Und wenn es um den Staat selber geht, um seine eigenen Geheimnisse, dann sitzt da einer in der Alarmzentrale und verkauft sie an die Mafia. Und die Mafia-Jägerin sagt selber, das ist nicht der Einzige. 10% Nachwuchs aus dem Puffarchiv. Beim Bäcker kein Problem. Bei einem Apparat mit Gewaltmonopol, ohne Kontrolle, ohne unabhängige Aufsicht, dort ist das dein Problem. Und meins und das von jedem anderen. Dein Freund und Helfer am Arsch. Ah, genau. Statistiken. So viel habe ich granted und so viel sind tatsächlich Nachrichten gewesen. Oder ist es ein Kuchendiagramm geworden? Ich weiß nicht, wenn wir den Gögi fragen. Ja. Ich habe vom Teleprompter verschwunden. Stuckaturen. Wunderbar. Ja, das schon merken. Ich meine, ja. Venizelos. Keine Sau wird mich sehen, aber jetzt immer so meine Haare. Ein Mann kommt von einer Kurzfahrt. Oh, Ding habe ich vergessen. Wird soll ich mal noch irgendwo auf Kamera gesagt haben, Trump ist im Fall hure pädophil. Wird soll ich mal noch irgendwo auf Kamera gesagt haben, Trump ist im Fall hure pädophil.